Und eine Sache beim Testserver halt ein bisschen nervig für die Leute, die von Tag 1 den Testserver ausprobiert haben. Für meinen Geschmack zu viel grinden für einen Testserver. Wenn du von 160 auf 175 gelevelt hast, waren das halt schon so einige Stunden auf jeden Fall. Und gut, okay, ich habe viel Open World gelevelt, das ging ein bisschen langsamer, weil das ja auch letztendlich getestet hat. Und ich habe sogar eine Änderung bewirkt dadurch, also hätte man ja sowieso gemacht. Aber ich muss sagen, das hat mir schon so ein bisschen auch, also war schon echt irgendwie, keine Ahnung, einfach weird. Ich dachte, und auch das mit dem Equipment und so, dass du es upgraden musst, also it is what it is, aber ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich meine, es ist der erste Testserver, deswegen wusste man nicht so genau, wie das abläuft. Aber ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Es war halt viel mehr Arbeit und auch jetzt, ne? Ich meine, klar, wie gesagt, das ist jetzt nicht so direkt der Sinn des Testservers, dass du da reingehst und 5000 verschiedene Sachen ausprobierst. Wobei, also, auf der einen Seite sagt man, ja, der Testserver ist nicht dazu da, dass du dir den neuen Content anguckst und wieder einen Abgang machst. Das würde ich so unterschreiben. Aber dass du jede mögliche Waffenkombination ausprobieren kannst und alle Skills ausprobieren kannst, ausführlich. Und ich meine, das geht ja nur mit Damage-Test. Ich meine zum Beispiel bei dem Crackshooter-Skill, war das, was ich vorhin gesagt habe. Der eine, der nicht funktioniert, mit dem Mehrfach-Hits und so. Ich meine, das wurde nur rausgefunden, weil man es ausprobiert hat. Und letztendlich musst du ja trotzdem testen, zum Beispiel Harness Bow bzw. Lusakas Crystal Bow versus Behemoth Bow. Und ich meine, dann kannst du ja eigentlich nur anhand des DPSs ablesen, funktioniert wirklich alles so, wie es sollte. Weil wenn dann Damage um 1% steigt, du hast aber 2 oder 3 neue Skills, die dir Damage geben, dann stimmt da ja irgendwas nicht. Also ich meine, muss ja viel mehr sein, theoretisch. Also ich meine, nur so findet man ja auch andere Sachen raus. Durch dieses Testing und so weiter. Und das alles ist halt schon extrem verkompliziert, weil du dir das Equipment dafür wirklich erst grinden musst. Also die Behemoth-Waffen kriegst du nicht einfach so. Ich meine, gut, jetzt, nach ein paar Tagen, gibt's die wie Sand am Meer. Aber trotzdem musste man die erstmal grinden. Dann musste sie gefühlt stundenlang upgraden und so. Also ist schon alles irgendwie anstrengend. Aber nicht anstrengend im Sinne von, weil du halt 5000 verschiedene Sachen ausprobieren willst, sondern anstrengend, weil du das ganze Equipment erstmal dafür brauchst. Und dann kannst du erst die ganzen Sachen ausprobieren. Also, ja, war schon irgendwie komisch oder ist komisch. Und ich denke auch nicht, dass sich da noch so viel ändern wird. Jetzt ist wenigstens der Vorteil, jetzt kannst du sogar bis 170 dich automatisch boosten. Aber ich sag's jetzt im Nachhinein, wo du es nicht konntest. Und gut, das mit dem Equipment ist gleich geblieben, sag ich mal. Also, und der Teil hat sich nicht verändert. Aber wenigstens kann man sich jetzt auf 170 boosten. Direkt. Das ist natürlich schon deutlich besser als 160. Was kosten eigentlich Earth B-Cards? Ich habe mir 3 für 8 geholt, each. Die kamen dir billig vor. Also die teuersten B-Karten meines Wissens nach sind so 25, 30. Also ist 8 eigentlich schon relativ teuer, weil B-Karten, Earth B-Karten sind eigentlich nicht so beliebt oder nicht so teuer. Und dumm, dass Envy noch besser ist als Open World. Naja, nicht nur das. Wir waren ja, also ich war ja in 2 verschiedenen Envy-Runs-Gruppen. Und wir waren in dem einen Envy-Run, waren wir sogar zu 4. Und eigentlich, also meine Prediction wäre gewesen, okay, du gehst zu 4 rein, clearst den Dungeon halt in 5 oder 10 Minuten, klar, weil du zu 4 bist. Ja, dafür kriegst du aber auch weniger XP. Aber
Ich habe sogar trotzdem mehr XP gemacht als in der Open World. Sicherlich alleine hätte ich auch mehr XP gemacht als in der Open World, aber es wäre nicht so schnell gegangen. Aber obwohl wir zu viert waren, haben wir trotzdem gefühlt die maximale XP bekommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell auch schon so ist, weil ich noch nie mit so vielen Leuten zusammen in Envy gelevelt habe. Aber, also ich meine, zu zweit ist es ja okay. Zu zweit ist ja normal. Aber jede Person über 2 sollte die XP dann eigentlich wieder reduzieren. Also Geschwindigkeit steigt, aber XP wird reduziert im Umkehrschluss. Also XP bleibt wahrscheinlich gleich, aber du bist ein bisschen schneller. Normalerweise würde man aber auch sagen, naja, aber du musst auch die Drops durch 3 teilen. Deswegen würde es in der echten Welt keiner machen. Weil du dann halt auch alle UJBs und so weiter durch 3 oder 4 teilen müsstest. Was im Endeffekt dazu führen würde, dass keiner mehr irgendwas bekommt, weil so viel droppt dann ja eh nicht. Vor allem nicht auf Borodeng oder so. Aber das fand ich schon auch ein bisschen erstaunlich, dass man selbst zu viert mehr XP bekommt als Open World. Also das fühlt sich auch echt ein bisschen falsch an. Weil ich glaube, das Hauptproblem tatsächlich ist, dass sie die XP in Envy, die HP in Envy nicht genug erhöht haben. Also, ich will jetzt nicht der Typ sein, der einen den Dungeon schwerer macht und so. Deswegen würde ich da jetzt wahrscheinlich auch keine Suggestion schreiben, weil es ja eigentlich was Positives ist. Grundsätzlich. Ich meine, für Leute, die nicht gerne im Dungeon leveln, ist es eigentlich was Negatives, so wie mich eigentlich. Ich level eigentlich nicht gerne in Dungeons, aber gut. Aber es würde sich auch auf Behemoth auswirken und so. Und auch auf Wilds in der neuen Schwierigkeit würde es sich auch negativ auswirken. Deswegen, ja, will man da jetzt wirklich kein Feedback schreiben. Das würde auch nicht gut ankommen bei anderen Spielern wahrscheinlich. Aber an für sich ist es halt, ja, schon echt dämlich. Open World wäre echt cooler. Naja, ich meine, die designen die ganze Open World und ich meine, sie haben ja nicht einfach das Grasland von Flash PC gecopy-pasted. Sondern sie haben es ja wirklich neu gestaltet. Ich meine, klar, es sind die gleichen Texturen und so weiter, die gleichen Bäume, die gleichen Steine. Aber trotzdem sind ein paar Elemente neu und auf jeden Fall neu arrangiert und so weiter. Und ich meine, das alles geht ja letztendlich flöten, wenn du nur Behemoth Wilds Envy oder sogar nur Behemoth Wilds oder irgendwie so machst. Das geht ja alles letztendlich verloren. Und ich meine, rein von der Logik her sollte es halt eigentlich so sein, Dungeon maximal die gleiche XP, allerdings dafür halt viel schwerer. Gut, das kann man argumentieren, schwerer ist es auf jeden Fall. Im Dungeon so schnell zu leveln ist definitiv nicht so einfach wie in der Open World. Also das würde ich sagen, ist gegeben. Aber ja, ich würde dann halt eher Drop-Belohnungen setzen als XP-Belohnungen. Also, wie gesagt, XP, wenn du super schnell bist, zu zweit mit richtig krassem Equipment im Dungeon, dass das auf dem ähnlichen oder gleichen Niveau wie Open World ist, okay. Es sollte halt eigentlich nicht schneller sein und eher dann sowas wie UJB und Orikalkum, dass du das halt dann beim Leveln droppen kannst, was du in der Open World nicht droppen kannst. So, das sollte so der Anreiz sein, meiner Meinung nach. Aber stattdessen ist es so, du droppst seltenere Items, gut auf Borodeng. Im Vergleich zur FEC bekommst du so gut wie keine UJBs und wahrscheinlich auch so gut wie keine Orikalkum und auch nicht so viele Cage Keys wie auf FEC. Aber trotzdem fühlt sich das alles ein bisschen falsch an. Hat sich immer falsch angefühlt. Ich fand das immer schon kacke, dass sich Envy in Anführungszeichen so sehr lohnt. Oder so sehr lohnt, dass man darüber nachdenkt, Open World komplett zu vernachlässigen. Und nicht nur ist es immer noch so, dass sich Dungeons sozusagen, was das angeht, immer noch lohnen. Es ist auch einfach immer noch Envy Depths. Es ist auch einfach immer noch der gleiche Dungeon. Wenn es wenigstens ein anderer Dungeon wäre. What was new level entry for the new area? The lowest monsters are 163, I think. And level entry I didn't check, to be honest. But probably 120 or 30. 130 would make sense. But yeah, it has to be 120 or 130, I think. But I had to check. Have to check.
Maybe it wasn't even there yet. AOE-Waffen wurden auch nicht vorgestellt. Ja gut, da gibt's hoffentlich keine neuen. Da kann man nur hoffen, dass es keine neuen gibt.